Und damit zu unserem US-Korrespondenten Michael Willenweber weiter in der Katastrophenregion rund um LA. Guten Morgen, Michael. Du bist zeitlich 9 Stunden zu uns zurück und daher unter diesen entsprechenden Umständen einen guten Abend an dich. Die Winde sind jetzt zurückgekommen. Wie erlebst du die sich zuspitzende Lage? Das sieht ja teilweise wirklich so aus, als wenn eine Atombombe eingeschlagen hätte. Also zuerst einmal sieht es natürlich tatsächlich ziemlich schrecklich aus. Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also ich bin ja hier in den Palisades gerade im Moment und da gibt es 5000 zerstörte Häuser. Heute tagsüber war ich dann unterwegs, dort wo das Eaton Fire wütete. Das ist rund 50 Kilometer von hier entfernt, das gleiche Bild. Das Wochenende allerdings war eher tatsächlich ein gutes, denn nur ein Haus ist verloren gegangen. Also offensichtlich ist es den Fireworkern ganz gut gelungen, bei guten Bedingungen, weil der Wind halt nicht so stark war, tatsächlich das Feuer eingrenzen zu können. Das heißt auch jetzt, dass größere Anteile dieser Brandflächen nun unter Kontrolle wären. Aber dennoch, das ist, wie du ja auch schon gesagt hast, noch lange keine Entwarnung. Wenn die Santa Ana-Winde wieder hier durch die Canyons rasen sollten, ja mit teilweise sogar, so sagt der Wetterbericht, bis zu fast mit 100 Stundenkilometern, dann würden natürlich die Funken unter Umständen wieder über Meilen getragen und darin besteht natürlich dann tatsächlich auch weiterhin die große Gefahr. Also die Menschen müssen immer noch damit rechnen, dass das Feuer zurückkommt, aber das einzige Gute eigentlich ist, dass die Flächen, wo jetzt die hier schon abgebrannt sind, die in der Schneise, im Einfallswinkel dieser Santa Ana Winde liegen, die sind ja schon größtenteils abgebrannt. Also das Feuer würde da keine neue Nahrung finden. Also darauf hofft man zumindest dann hier in LA ein bisschen. Heute war ich ja ebenfalls dort, zum Beispiel bei diesem Hilfszentrum, was ihr schon in dem Bericht angedeutet hatte. Und es ist wirklich toll zu sehen. Und das ist wirklich vielleicht ein bisschen einmalig, wie die Amerikaner zusammenstehen. Sie stehen zusammen. Nach dem Schock wird angepackt. Wir sind in Arcadia, Anlaufpunkt für die Opfer des Eaton Fires. Ein Truck nach dem anderen mit privaten Spenden fährt hier vor. Wir helfen uns gegenseitig. Heute ich Ihnen und vielleicht wird mir morgen geholfen werden müssen. Du willst einfach helfen. Ich habe zuerst Spenden abgegeben und mache jetzt als freiwilliger Helfer weiter. Wasser, Klamotten, Decken, Schuhe, kurzfristige Hilfe für die, denen das Eaton Fire alles genommen hat. 7000 Häuser hat die Feuersbrunst allein im Westen von LA verschlungen. Es ist ein riesiges Areal unter freiem Himmel. Regen ist ja ohnehin nicht angesagt. Auch Stephanie hat kein Zuhause mehr, sucht hier nach dem Nötigsten. Ich habe alles verloren, sagt sie. Ich bin hier, um nach Spenden für meinen Cousin zu suchen. Sein Haus ist weg und ich habe selbst kein Geld. So kann ich ihm zumindest ein bisschen helfen. Für manche kam es aber noch dicker. Nicht nur das Haus, auch der Arbeitsplatz ging in Flammen auf. Ich bin im Baugeschäft. Werkzeuge, die Trucks, alles brannte ab. Weitermachen nach der Katastrophe, das können die Amerikaner und in der Not wird zusammengestanden. Wer Wasser tragen kann, bitte nach rechts, weist eine Ordnerin die Helfer ein. Die Hilfsbereitschaft ist wirklich riesig. Hier müssen sogar die Volunteers anstehen, um helfen zu dürfen. Und gleich nebenan steht Großgerät bereit, häufig von weit her, unter anderem aus Idaho, Missouri, Indiana. Auch hier steht Amerika zusammen. Hunderte dieser Trucks wurden in Los Angeles zusammengezogen. Sie warten auf den nächsten Einsatz. Spotter sind in den Brandgebieten unterwegs, um zu checken, wo es vielleicht schon möglich ist, die Stromversorgung wiederherzustellen. Und dann kommt der Einsatzbefehl. Es geht ab ins Katastrophengebiet, nach Altadena. Es gibt viel zu tun. Desaster, wo man hinschaut. Die Feuerwehr durchforstet die Ruinen nach Gefahrenstoffen. Für die Opfer ist das Gebiet immer noch gesperrt. Der Wiederaufbau wird lange dauern. Plötzlich fällt uns das auf. Ein Boot, ein Truck, ein intaktes Haus. Wie kann das sein? Es gehört Felipe Querría. Er hat es verteidigt, unter Einsatz seines Lebens.
mit dem Gartenschlauch. Es stürmte mit 80 Meilen pro Stunde. Die Funken flogen wie Projektile. Es ist ein kleines Wunder. Das Haus nebenan liegt in Schutt und Asche. Enrique kämpfte Stunden, alleine in der Flammenhölle. Unglaubliche Bilder, Michael. That's the American way. Aber wie geht es denn tatsächlich weiter? Denn Zehntausende haben ihr Haus und Hof verloren, mussten evakuiert werden. Ja, 105.000 Menschen sind immer noch evakuiert und warten darauf, dass sie in ihre Häuser zurückkommen dürfen. Natürlich nicht in die abgebrannten, aber es sind ja auch sehr viele umliegende Gebiete, die nicht vom Brand betroffen waren, von den Behörden evakuiert worden. Die sind abgesperrt, da kann niemand rein. Also da musste auch ganz schnell sozusagen, musste man die Koffer zusammenpacken und dann weg. Und da wird natürlich gedrängt, aber dafür ist es noch viel zu gefährlich. Und heute Morgen wurde noch einmal davor gewarnt und dafür geworben, Verständnis zu haben, zu warten. Denn der Feuersturm, der kann zurückkommen. Die Sicherheit, die sei einfach noch nicht gegeben. Michael, danke für die aktuellen Informationen und diese eindrucksvollen Schilderungen. Es bleibt also weiter höchst gefährlich. Du und dein Team, bitte passt weiter gut auf euch auf.